Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Nitecore die i4000R. Die i4000R von Nitecore ist ein amtliches Lichtschwert, aber eigentlich nicht in dem Sinne eines Schwertes mit einem definierten Strahl, sondern wir haben hier richtig viel Leistung, die Leistung, die wird hauptsächlich im Nahbereich bzw. im breiten Bereich sichtbar. Wir haben also keinen Spot, wo wirklich definiert ist, sondern wirklich auf eine große Fläche fett ausgeleuchtet. Also ideal eigentlich für behördliche Tätigkeiten, um irgendwas abzusuchen. Dafür ist die Lampe perfekt. Wir fangen aber erstmal an, euch die Spezifikationen zu nennen, damit ihr wisst, um was es überhaupt geht, was hier noch so an der Lampe Besonderes ist und was sie überhaupt kann. Kurz und knapp auf den Punkt, die i4000R hat einen maximalen Output von 4400 Lumen, dabei dann auch eine maximale Distanz von 230 Metern. Die maximale Leuchtintensität wird mit 13.300 Candela angegeben. Die Lampe ist stoßfest auf 1 Meter Höhe und wasserdicht bei 2 Meter Tiefe. Verbaut sind 4 Cree XP-L2 V6 LEDs. Betrieben wird die Lampe entweder mit 2 CR123 Batterien oder einem NL21 5000 mAh Akku, der auch im Lieferumfang enthalten ist. Die maximale Leistung haben wir schon gesagt, 4400 Lumen. Das gilt auch für den Strobe Mode. Ansonsten hat die Lampe noch zu bieten einen High Mode mit 1100 Lumen, einen mittleren Modus mit 330 Lumen, einen Low Modus mit 50 Lumen und einen Ultra Low Modus mit 2 Lumen. Die Leistung entspricht dann entsprechend 30 Minuten Turbo, 2 Stunden 15 High, 7 Stunden 45 Medium, 40 Stunden Low und 380 Stunden Ultra Low. Bei Nitecore ist üblich, dass im Lieferumfang auch ein üppiges Zubehör mit angeboten wird. Das finde ich immer eine schöne Sache. Man hat gleich einen ordentlichen Akku mit dabei, hier den 5000 mAh Akku, entsprechend auch ein Sleeve für die C123 Batterien. Und dazu gibt es noch hier eine Gürtelhalterung. Die ist wirklich cool, weil die für verschiedene Gürtelbreiten ausgelegt ist. Also man hat da schon so ein bisschen auch die Behörde im Hinterkopf, weil wir haben einmal normale Gürtelbreite und hier mit dem Steg, den man hier verstellen kann, kann man hier auch wirklich bis zu eine große Koppel, Dienstkoppel, kann man damit auch noch bedienen. Lampe wird dann einfach eingesetzt, festgeklickt und mit einem Ruck entnommen. Also die sitzt da sehr gut drin und hat aber trotzdem eine leichte Entnahmemöglichkeit. Natürlich gibt es auch noch ein Lanyard dazu, ein USB-Ladekabel und einen Dichtungsring für den Ersatz. Ich setze für euch jetzt mal den Akku ein. Da fragt ihr euch vielleicht noch, wie wird er denn geladen, weil der Akku selbst hat jetzt keine Lademöglichkeit, wie man das vielleicht von anderen Herstellern kennt, dass hier so ein Anschlussbuchse ist. Und nein, es ist auch kein Ladegerät dabei, sondern nur ein USB-Kabel. Das finde ich auch sehr cool gelöst, weil ich brauche nicht nochmal zusätzlich hier irgendeinen Ladegedöns oder sonst irgendwas oder ich muss die Batterie rausnehmen, sondern ich habe hier einen Drehmechanismus am Kopf. Wenn ich da drehe, wird der USB-Port freigelegt und da schließe ich dann einfach das Kabel an und dann kann ich entsprechend damit direkt in der Lampe laden. Bei Nichtgebrauch drehe ich das weg und damit ist dann auch der Zugang geschützt. Was ich noch vergessen habe im Lieferumfang ist hier der Clip. Der wird hier einfach draufgesetzt, wie man das auch so kennt. Da ist bei der i4000R die Möglichkeit gegeben, den Clip an 3 verschiedenen Stellen zu setzen. Also der Body hat hier so eine leichte Erhebung, dass man entweder die weiter oben, mittel oder nach unten setzen kann. Natürlich auch immer je nach Präferenz in die oder in die Richtung. Das wäre gut machbar. Dazu ist noch zu sagen, der Clip ist natürlich, aber das ist auch bei allen Herstellern so, oder bei vielen Herstellern so, wenn man hier den Clip aufsetzt, dass da das Aluminium natürlich ein bisschen abgeschrammelt wird. Wir haben jetzt, da wir noch zusätzlich ein weiteres Produkt mit diesem Produkt hier im Test haben, schon ein bisschen gemacht und gewerkelt, deswegen sieht die Lampe auch entsprechend schon aus. Was früher bei Nitecore auch öfters mal bemängelt wurde, war, dass die Akkuhalterung, beziehungsweise wenn der Akku in der Lampe sitzt, dass dann keine Feder vorhanden ist, um entsprechend bei einem Sturz den Akku zu stoppen. Ja, man hat oft, also bei den Nitecore-Lampen war es früher immer so, dass die vorne am Lampenkopf, da wo halt auch die empfindliche Elektronik sitzt, keine Feder war, sondern nur hinten am Ende.
Dadurch war das Problem, wenn die Lampe auf den Kopf gefallen ist, hat der Akku im Prinzip die Platine durchschlagen und damit oder der Akku hat hier seinen Pin nach innen geschlagen. Also eins von beiden war auf jeden Fall relativ schnell kaputt. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben zwar hinten keine Feder, aber die ist dafür jetzt vorne, da wo es wichtig ist, verbaut. Und dadurch, dass die Lampe auch kopflastig ist, wird sie in der Regel auf den Kopf fallen, wie das Brot, das immer auf die Butterseite fällt oder die Katze immer auf den Füßen landet. Die Länge der Lampe liegt bei 159 mm, der Kopfdurchmesser bei 32,6 mm, der Körperdurchmesser bei 25,4 mm und das Gewicht bei 135 Gramm. Wenn ihr die Lampe ladet oder wenn die Batterie zur Neige geht, habt ihr hier am Kopf nochmal seitlich eine kleine LED, die euch das entsprechend signalisiert. Das heißt, wenn Spannung ankommt, dann leuchtet die LED und wenn die Batterie Lebensdauer zu Ende geht, dann blinkt sie. Die Bedienung der Lampe erfolgt typischerweise an der Tailcap hinten mit einem Clicky-Knopf. Da ist es so gelöst, dass man hier einen exponierten Knopf hat, den man jederzeit erreichen kann. Da drücke ich drauf, habe ich Licht. Ich habe jetzt hier die niedrigste Leuchtstufe und kann dann mit einem zweiten Knopf, der mit dem Gehäuse quasi abschließt ist, dass man den nicht versehentlich betätigen kann, kann ich hier dann entsprechend die Leuchtstufen durchschalten. Wenn ich den Knopf gedrückt halte, habe ich Vollpower, also 4400 Lumen. Und wenn ich die Lampe aus habe, habe ich, wenn ich den Knopf gedrückt halte, sofort Stroboskop auch auf 4400 Lumen. Den Turbo kann man nur temporär einschalten, das heißt, in dem Moment, wo ich die versenkte Taste gedrückt halte, habe ich das Turbolicht und auch nur so lange, wie ich gedrückt halte. Also wenn ich loslasse, ist der Turbo auch weg. Ich könnte den eine halbe Stunde in diesem Modus betreiben, dann ist Ende mit der Lampe. Eine Sache noch für die Leuchtmodi, ist ganz interessant. Ich habe es ja gerade eben hier am Anfang auch gezeigt, in der niedrigsten Stufe mit den 2 Lumen. Ja. Das sieht man vielleicht nicht unbedingt, gerade wenn jetzt hier die Lampe im Holster steckt oder steht. Das ist so minimal. Da kann ich dann hier anhand dieser blauen LED sehen, dass die Lampe eingeschaltet ist. In dem Moment, wo ich sie ausschalte, geht auch diese LED aus. Zum Vergleich haben wir hier die SRT7 von Nitecore. Einfach mal, dass ihr wirklich seht, dass die i4000R einen deutlich weiteren, undefinierteren Spill hat, um da wirklich entsprechend ein großes Feld auszuleuchten, während bei der SRT7, ist ja eher eine Jagdlampe, würde ich sagen, einen fokussierten Strahl hat. Spot ist in dem Fall ja bei dieser Lampe eigentlich total fehl am Platz, weil sie eigentlich keinen Spot bietet. Sie bietet wirklich eine super weite Ausleuchtung. Also man sieht das hier ganz deutlich in den Bildern hier im Wald, wo wir das mit der SRT7 vergleichen. Da haben wir wirklich einen geraden, definierten Strahl mit einem Spot und hier an den Rändern relativ viel Dunkelheit. Die i4000R macht die Ränder extrem hell, also da ist wirklich die Ausleuchtung um die Person herum ist damit deutlich höher. Taschenlampen kann man nie genug haben. Besonders toll ist es natürlich, wenn man spezielle Taschenlampen für spezielle Anwendungen hat. Die i4000R hat keinen definierten Spot und damit natürlich auch nicht die hohe Reichweite. Dafür ist sie bis 230 Meter angegeben von der Reichweite her. Super weit im Winkel. Also ich habe um mich herum ein wirklich weit ausgeleuchtetes Umfeld und kann damit natürlich entsprechend perfekt beobachten oder Situationen einschätzen. Gerade auch, wenn ich in ein Gebäude reingehe oder so Geschichten. Ja. Ich komme in einen Raum rein, leuchte nicht auf den Punkt, sondern habe wirklich jede Ecke in diesem Raum hell ausgeleuchtet mit dieser Lampe. Die Nitecore i4000R bekommt ihr im Nitecore Shop. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zur i4000R? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken. Bis zum nächsten Mal, bis dann, macht's gut, bye bye.